Wir haben heute den 14. Juli 2023 und ich bin auf eine dreitägige Tour gestartet. Hinter den Windrädern kann man die Ureifel bereits erahnen. Mein Ziel ist die Erkundung der Vulkaneifel, die Tour ich vorab mit Komoot geplant. Zur Übernachtung habe ich mein Zelt dabei und mir 2 Campingplätze herausgesucht. Die ersten Kilometer führen mich über den Ruhrradweg, eine ideale Strecke für Gravelbikes, um entspannt in die Tour zu starten. Mein erster Stopp auf der Tour führte mich zu den beeindruckenden Resten des römischen Aquädukts in Mechernich. Dieser Römerkanal war einst ein ausgeklügeltes Wasserversorgungssystem, das die römische Stadt Köln mit frischem Quellwasser aus der Eifel versorgte. Über eine Strecke von rund 95 Kilometern transportierte das Aquädukt täglich mehrere Millionen Liter Wasser, eine echte Meisterleistung der antiken Ingenieurskunst. Heute sind an dieser Stelle noch gut erhaltene Mauerreste sichtbar, die die ursprüngliche Bauweise ahnen lassen. Besonders auffällig ist das römische Mauerwerk, das aus sorgfältig geschichteten Steinen und einem wasserundurchlässigen Putz bestand. Die Römer entwickelten mit diesem Kanal eines der längsten römischen Aquädukte nördlich der Alpen. Ich nutzte die Gelegenheit für eine kurze Pause und las mir die Infotafel durch, die interessante Details zur Geschichte und Funktionsweise des Kanals lieferte. Ein spannender Einblick in die römische Wassertechnik, die bis heute beeindruckt.
I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time I'm not looking back, babe. You can change me, you can tell me down. I'll leave echoes in every place I find. I break the molds with rebels mind. I'm a hurricane, a free-born mind. I remember when you told me I should settle down, but these restless feet won't keep me grounded. The open road's the only place I found where I feel alive, and the stars will guide me. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time I'm not looking back, babe. You can change me, you can tell me down. I'll leave echoes in every place I find. I break the molds with rebels mind. I'm a hurricane, a free-born mind. A free-born mind. A free-born mind. You can change me, you can tell me down. I'll be echoes in every place I find. I break the molds with rebels mind. I'm a hurricane, a free-born mind. You can change me, you can tell me down. I'll be echoes in every place I find. I break the molds with rebels mind. I'm a hurricane, a free-born mind. You can change me, you can tell me down. I'll be echoes in every place I find. I break the molds with rebels mind. I'm a hurricane, a free-born Bei einer kurzen Pause habe ich mich in einer kleinen Bar mit einem alkoholfreien Weißbier gestärkt. Kurz darauf führte mich meine Route zum Pulvermaar, das ich über eine schmale, leicht abfallende Straße erreichte. Die Maare in der Vulkaneifel sind Überbleibsel vulkanischer Aktivität. Sie entstanden durch
phreatomagmatische Explosionen, also Wasserdampfexplosionen durch das Zusammentreffen von Magma und Grundwasser. Heute sind sie mit Wasser gefüllt und erscheinen wie Kraterseen. Ob die Vulkane der Eifel tatsächlich erloschen sind oder sich nur in einer Ruhephase befinden, ist in der Wissenschaft umstritten. Nach dem Maar rollte ich weiter nach Manderscheid, wo ich zunächst an der Reha-Klinik der Deutschen Rentenversicherung vorbeikam. Kurz darauf legte ich einen Stopp an einer Tankstelle ein, um meine Wasservorräte wieder aufzufüllen. Anschließend bot sich mir ein beeindruckender Blick auf die Burgruinen in Niedermanderscheid. Kurz vor meinem Ziel kam ich noch durch Strohen und konnte die beeindruckenden Lavakugeln bestaunen. Diese Lavakugeln entstanden, als heiße Lava Gesteinsbrocken mit Rissen und durch die Rotation in der Strömung ihre charakteristische Kugelform erhielt. Zufällig machte dort parallel mit mir auch eine Motorradgruppe Pause. Danach waren es nur noch wenige Kilometer bis zum Pulvermaar, wo ich auf dem Campingplatz übernachtete. Nach einer erfrischenden Dusche gab es im zugehörigen Restaurant Pizza und ein leckeres Weißbier. Am Ende hatte ich die gesamte Zeltwiese für mich alleine, ein perfekter Abschluss des ersten Tages.